Lektion 1. Tech Talks. Hallo Anna, hast du die neuesten Entwicklungen in Wissenschaft und Technologie verfolgt? Ja, es ist faszinierend, wie schnell sich die Dinge entwickeln. Jeden Tag gibt es etwas Neues. Genau. Wir stehen vor der Wahl zwischen dem einen oder dem anderen, ob es sich um intelligente oder herkömmliche Geräte handelt. Stimmt. Es ist schwer, Schritt zu halten. Was bevorzugst du? Ich tendiere zu intelligenten Geräten. Sie machen das Leben so bequem. Wie steht's mit dir? Ich mag sie auch, aber manchmal vermisse ich die Einfachheit traditioneller Geräte. Das ist ein gutes Argument. Ausgewogenheit ist der Schlüssel. Was ist ein technischer Fortschritt, der Sie begeistert? Ich interessiere mich wirklich für virtuelle Realität. Es eröffnet so viele Möglichkeiten. Ja, es ist erstaunlich, wie es das Spielen und sogar die Bildung verändern kann. Lektion 2. Dehne es aus. Guten Morgen, Anna. Ich habe gehört, dehnen ist toll, um unsere Muskeln vor dem Training aufzuwärmen. Ja, das klingt nach einer guten Idee. Es hilft, Verletzungen vorzubeugen. Genau. Welche Dehnübungen machst du normalerweise? Ich beginne gerne mit Armkreisen und Beinstrecken. Sie fühlen sich großartig an. Die sind großartig. Ich mache oft 10 Berührungen und Seitenbeugen. Nett. Ich finde die wirklich effektiv. Hast du irgendwelche Lieblingsstrecken für deinen Rücken? Ich genieße die Strecke zwischen Katze und Kuh. Es fühlt sich toll auf meiner Wirbelsäule an. Das habe ich versucht. Das ist so entspannend. Hast du Yoga-Dehnübungen erforscht? Ja, Yoga beinhaltet viele wohltuende Dehnübungen. Ich liebe es, wie es Kraft und Flexibilität kombiniert. Lektion 3. Saftige Köstlichkeiten. Hallo Anna, ich habe auch über die verschiedenen Fruchtsäfte nachgedacht, die es gibt. Ja, sie sind köstlich und erfrischend, besonders im Sommer. Unbedingt. Ich liebe einen guten, frisch gepressten Orangensaft. Wie steht's mit dir? Ich bin ein Fan von Wassermelonensaft. Er ist so feuchtigkeitsspendend und süß. Das klingt unglaublich. Hast du versucht, verschiedene Säfte miteinander zu vermischen? Ja, ich habe eine tropische Mischung mit Ananas, Mango und Kokoswasser zubereitet. Wow, das klingt nach Urlaub im Glas. Welche anderen Kombinationen gefallen dir? Ich mische gerne Rüben- und Apfelsaft. Es ist erdig und süß zugleich. Interessant. Säfte können so vielseitig sein und sie sind voller Nährstoffe. Lektion 4. Auf dem Laufenden bleiben. Guten Morgen, Anna. Was hat Ihre Aufmerksamkeit auf dem jüngsten Klimageol erregt? Ich war wirklich beeindruckt von der Dringlichkeit ihrer Botschaften. Es ist ein dringendes Problem, mit dem wir uns alle befassen müssen. Ich stimme zu. Die von Ihnen vorgelegten Statistiken waren ziemlich alarmierend. Hat ein bestimmtes Thema bei Ihnen Anklang gefunden? Ja, der Fokus auf erneuerbare Energien war inspirierend. Wir müssen wirklich auf nachhaltige Quellen umsteigen. Genau. Es ist entscheidend für unsere Zukunft. Was glauben Sie, können Einzelpersonen tun, um zu helfen? Einfache Maßnahmen wie Abfallreduzierung, Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und Energieeinsparung können einen Unterschied machen.
Definitiv. Jedes bisschen zählt. Haben Sie in letzter Zeit Änderungen an Ihrem Lebensstil vorgenommen? Ich habe versucht, weniger Plastik zu verwenden und mehr zu recyceln. Wie steht's mit dir? Ich habe angefangen, wiederverwendbare Beutel und Flaschen zu verwenden. Es fühlt sich gut an, einen Beitrag zu leisten. Lektion 5. Akademischer Druck. Hey Anna, ich habe in letzter Zeit den Druck sowohl von unserer Universität als auch von unseren akademischen Kollegen gespürt. Ich verstehe. Es kann überwältigend sein, wenn es um Termine und Erwartungen geht. Was ist Ihrer Meinung nach der schwierigste Teil? Ich denke, es ist schwierig, alles Studium, Projekte und soziales Leben unter einen Hut zu bringen. Wie gehst du damit um? Ich versuche, mit einem Planer organisiert zu bleiben. Es hilft mir, Aufgaben zu priorisieren. Hast du das versucht? Ich habe es noch nicht getan, aber ich denke, es könnte mir wirklich helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Definitiv. Zögern Sie auch nicht, um Hilfe zu bitten, wenn Sie sie benötigen. Wir stecken alle zusammen drin. Das ist wahr. Die Zusammenarbeit mit Klassenkameraden kann die Arbeit erleichtern. Was gefällt dir am meisten an deinem Studium? Ich liebe es, neue Konzepte zu lernen, besonders in der Wissenschaft. Es ist faszinierend. Wie steht's mit dir? Ich genieße die Diskussionen in meinen Klassen. Sie führen oft zu neuen Erkenntnissen. Lektion 6. Diskussionen über den Glauben. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit über verschiedene religiöse Überzeugungen gelesen. Oh, das ist interessant. Was hast du gelernt? Ich entdeckte, dass Protestanten glauben, dass die Menschen die Bibel selbst lesen sollten. Ja, das ist ein wichtiger Grundsatz. Es befähigt den Einzelnen, die Heiligen Schriften persönlich zu interpretieren. Genau. Andererseits verlassen sich Katholiken oft auf kirchliche Lehren, um sich beraten zu lassen. Stimmt. Sie haben eine reiche Tradition und Hierarchie, die ihr Verständnis beeinflusst. Es ist faszinierend, wie unterschiedliche Überzeugungen Gemeinschaften prägen. Hast du andere Glaubensrichtungen erforscht? Ich habe über Buddhismus gelesen. Ihr Fokus auf Achtsamkeit und Mitgefühl ist inspirierend. Das ist eine wunderschöne Philosophie. Es ist erfrischend, verschiedene Perspektiven auf Spiritualität zu sehen. Lektion 7. Die Reise mit Apfelsamen. Guten Morgen, Anna. Hast du von John Chapman gehört, auch bekannt als Johnny Appleseed? Ja, ich erinnere mich, dass er nach Westen nach Pennsylvania fuhr und übrig gebliebene Apfelsamen sammelte. Genau. Auf seinen Reisen pflanzte er Apfelplantagen an und teilte die Freude an Äpfeln. Das ist so eine schöne Geschichte. Es ist erstaunlich, wie eine Person die Umwelt so positiv beeinflussen kann. Ganz sicher. Er glaubte an Nachhaltigkeit und die Verbreitung der Natur. Was ist deine liebste Apfelsorte? Ich liebe Honeychips. Sie sind so süß und knusprig. Wie steht's mit dir? Ich mag Granny Smith Echo. Sie eignen sich perfekt zum Backen. Lecker. Äpfel sind so vielseitig. Ich liebe es auch, Apfelkuchen zu backen. Das gleiche hier. Das ist ein klassisches Dessert. Wir sollten einen Kochtag zum Thema Äpfel veranstalten. Lektion 8. Grundlagen der Budgetierung. Hey Anna, da die Steuersaison näher rückt, versuche ich, meine Ausgaben zu kategorisieren. Das ist ein kluger Schachzug.
Es hilft wirklich dabei, Ihre Ausgabegewohnheiten zu verstehen. Ich verstehe, wie wichtig es ist. Sollte ich Tipps angeben, die ich Hotels gegeben habe? Ja, auf jeden Fall. Trinkgelder zählen als Ausgaben, vor allem, wenn Sie die Reisekosten verfolgen. Großartig. Ich möchte sicher gehen, dass ich gründlich bin. Auf welche Kategorien sollte ich mich Ihrer Meinung nach konzentrieren? Ich empfehle, es in wichtige Dinge wie Essen, Transport und Unterhaltung zu unterteilen. Das klingt gut. Ich werde auch eine Kategorie für Ersparnisse und Investitionen hinzufügen. Unbedingt. Es ist wichtig, Einsparungen zu priorisieren. Wie behalten Sie normalerweise den Überblick über Ihre Ausgaben? Ich verwende eine App auf meinem Handy. Es macht es einfach, unterwegs alles zu protokollieren. Lektion 9. Einblicke in den Standort. Hallo Anna, ich plane bald eine Reise. Ich verstehe. Wie sieht es mit der Lage aus? Das ist aufregend. Haben Sie bestimmte Orte im Sinn? Ich denke darüber nach, in die Berge zu gehen. Ich hätte gerne frische Luft und eine schöne Aussicht. Gute Wahl. Die Berge haben eine atemberaubende Landschaft. Haben Sie eine bestimmte Bergkette im Sinn? Ich denke an die Rockies. Ich habe gehört, dass die Wanderwege fantastisch sind. Ja, das sind sie. Sie können auch Wildtiere und atemberaubende Landschaften genießen. Irgendwelche Empfehlungen dazu? Ich habe gehört, dass der Glacier Nationalpark ein Muss ist. Ich würde gerne die Wanderwege dort erkunden. Unbedingt. Die Aussichten sind spektakulär. Vergiss nicht, deine Kamera mitzunehmen. Das werde ich nicht. Das Festhalten dieser Momente wird so unvergesslich sein. Lass uns irgendwann zusammen eine Wanderung planen. Lektion 10. Tech Talk. Hallo Anna, ich habe nach verschiedenen Möglichkeiten gesucht, meine Dokumente zu organisieren. Das klingt nützlich. Benutzt du eine Mobile-App oder etwas anderes? Ich habe sie tatsächlich zu Hause gedruckt. Es ist einfacher für mich, physische Kopien zu haben. Das sehe ich. Es ist befriedigend, alles in der Hand zu haben. Was drucken Sie normalerweise? Hauptsächlich wichtige Dokumente wie Verträge und Berichte. Es hilft mir, den Überblick zu behalten. Das ist klug. Ich bevorzuge es, eine digitale App zu verwenden. Das ist bequemer für die Suche. Stimmt, aber manchmal mache ich mir Sorgen, Dateien online zu verlieren. Erstellen Sie Sicherungskopien Ihrer Dokumente? Ja, dafür verwende ich Cloud-Speicher. Es ist ein Lebensretter. Wie stellen Sie sicher, dass Ihre gedruckten Dokumente sicher sind? Ich bewahre sie in einem Ordner auf und speichere sie an einem bestimmten Ort. Es dreht sich alles um Organisation. Lektion 11. Wasserwunder. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit über Lebensräume von Wildtieren gelesen. Das ist interessant. Welche Lebensräume fanden Sie am faszinierendsten? Ich habe etwas über Feuchtgebiete gelernt, in denen Tiere in ruhigem Wasser leben können. Feuchtgebiete sind unglaublich. Sie unterstützen so viele Arten. Hast du von ihrer Bedeutung gehört? Ja, sie wirken als natürliche Wasserfilter und helfen, Überschwemmungen zu verhindern. Genau. Es ist erstaunlich, wie sich die Natur ausbalanciert. Haben Sie schon einmal ein Feuchtgebiet besucht?
Ich habe einmal einen Sumpf besucht. Die Vielfalt der Vögel war atemberaubend. Das klingt herrlich. Das würde ich gerne sehen. Hast du irgendwelche Fotos gemacht? Hab ich. Diese Momente festzuhalten war etwas Besonderes. Die Natur ist so fotogen. Lektion 12. Ideale und Werte. Guten Morgen, Anna. Ich habe in letzter Zeit über unsere Ideale nachgedacht. Das ist tief. Was meinst du mit Idealen? Wir sind an Ideale gebunden, die uns über unseren Hintergrund hinaus bewegen und uns über unsere Interessen erheben. Ich mag diese Perspektive. Sie betont Wachstum und Verständnis. Genau. Es lehrt uns, was es bedeutet, Teil einer größeren Gemeinschaft zu sein. Ja, diese Ideale können zu positiven Veränderungen in der Gesellschaft führen. Haben Sie persönliche Ideale, denen Sie folgen? Ich schätze Ehrlichkeit und Freundlichkeit. Sie leiten mein tägliches Handeln. Was ist mit dir? Ich glaube an Empathie und Respekt für andere. Es hilft wirklich, sinnvolle Verbindungen aufzubauen. Das sind essentielle Ideale. Sie schaffen ein unterstützendes Umfeld für alle. Lektion 13. Abwechslung ist der Schlüssel. Vielleicht probiere ich jede Woche andere Hobbys oder Aktivitäten aus. Irgendwelche Vorschläge? Wie wäre es, neue Rezepte zu entdecken? Kochen kann eine unterhaltsame Art sein, Dinge durcheinander zu bringen. Das klingt toll. Ich probiere gerne neue Gerichte aus. Mit welcher Küche experimentierst du am liebsten? Ich mag italienisches Essen. Pasta von Grund auf neu zuzubereiten ist immer aufregend. Das ist beeindruckend. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Hast du irgendwelche einzigartigen Gerichte zubereitet? Ja, ich habe einmal selbstgemachte Ravioli gemacht. Es war ein bisschen knifflig, aber es hat sich gelohnt. Ich wette, es war köstlich. Ich werde es versuchen müssen. Was können wir noch tun, um unsere Routinen frisch zu halten? Wir könnten auch verschiedene Trainingskurse ausprobieren oder neue Orte in unserer Stadt erkunden. Tolle Ideen. Neugierig zu bleiben macht das Leben angenehm. Lektion 14. Lebensrettende Entdeckungen. Hey Anna, ich habe kürzlich über die von Louis Pasteur entwickelten Immunisierungstechniken gelesen. Das ist interessant. Wie hat sich seine Arbeit auf die Medizin ausgewirkt? Er entwickelte Impfstoffe, die unzählige Leben retteten, darunter einen, der einen Jungen vor Tollwut rettete. Wow, das ist beeindruckend. Pasteurs Beiträge waren wegweisend für die öffentliche Gesundheit. Ja, er hat wirklich den Weg für moderne Impfungen geebnet. Wussten Sie, dass er 1895 gestorben ist? Hab ich. Sein Erbe beeinflusst die Medizin bis heute. Impfstoffe sind entscheidend für die Vorbeugung von Krankheiten. Genau. Es ist erstaunlich, wie die Arbeit einer Person so viele Leben retten kann. Was denkst du über Impfkampagnen? Ich glaube, sie sind für die Gesundheit der Gemeinschaft unerlässlich. Bildung ist der Schlüssel, um sicherzustellen, dass die Menschen ihre Vorteile verstehen. Ich stimme zu. Es ist wichtig, Fehlinformationen zu bekämpfen und wissenschaftlich fundierte Informationen zu fördern. Lektion 15. Eskapaden im Freien. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, einen Wochenendausflug zu planen. Das klingt lustig. Welche Aktivitäten haben Sie im Sinn?
Ich dachte, wir könnten wandern gehen, ein Picknick am See machen und sogar Fahrräder mieten, um die Gegend zu erkunden. Das sind großartige Ideen. Ich liebe es, draußen zu sein. Haben Sie einen bestimmten Standort im Sinn? Ich habe den State Park in der Nähe in Betracht gezogen. Es hat wunderschöne Wanderwege und einen malerischen See. Perfekt. Ich wollte diesen Park schon lange besuchen. Was sollen wir für das Picknick einpacken? Ich bringe Sandwiches und Snacks mit. Wir sollten auch eine Decke zum Sitzen mitnehmen. Gut überlegt. Ich kann etwas Obst und Getränke mitbringen. Nach dem Wandern wird es erfrischend sein. Klingt nach einem leckeren Plan. Ich kann es kaum erwarten, die Natur zu genießen und Zeit miteinander zu verbringen. Lektion 16. Kulinarische Abenteuer. Hey Anna, wie war deine letzte Geschäftsreise? Ich habe gehört, dass es gut gelaufen ist. Es war großartig. Ich hatte die Gelegenheit, neue Kunden kennenzulernen und die lokale Küche zu erkunden. Das klingt aufregend. Hast du etwas Interessantes zu essen probiert? Ja, ich habe ein fantastisches lokales Restaurant entdeckt, das fantastische Meeresfrüchte serviert. Ich liebe Meeresfrüchte. Welches Gericht hat dir am besten geschmeckt? Ich hatte gegrillten Tintenfisch und er war perfekt gewürzt. Ich kann ihn immer noch schmecken. Das klingt köstlich. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Hast du noch etwas anderes gemacht, als du dort warst? Ich habe auch einige lokale Sehenswürdigkeiten besucht. Die Stadt hatte eine reiche Geschichte und eine wunderschöne Architektur. Das klingt nach einer rundum gelungenen Reise. Es macht mir Spaß, Geschäftliches mit Vergnügen zu verbinden. Lektion 17. Schnelles Pendeln. Guten Morgen, Anna. Weißt du, wie lange es dauert, bis du zum neuen Café in der Innenstadt kommst? Ich habe gehört, dass es mit dem Bus etwa 30 Minuten dauert. Warst du schon dort? Noch nicht. Ich war neugierig auf den Fahrpreis. Sind es wirklich $3? Ja, das habe ich gehört. Das ist ziemlich erschwinglich für ein nettes Kaffeeerlebnis. Definitiv. Ich liebe es, neue Orte auszuprobieren. Hast du vor, bald dorthin zu gehen? Bin ich. Das will ich mir dieses Wochenende ansehen. Was ist mit dir? Ich glaube, ich schließe mich dir an. Es wird Spaß machen, es gemeinsam zu erkunden. Großartig. Wir können ihr berühmtes Gebäck probieren. Ich habe gehört, dass sie köstlich sind. Klingt perfekt. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie der Ort aussieht. Lektion 18. Köstlichkeiten beim Abendessen. Hey Anna, was hattest du gestern Abend zum Abendessen? Ich hatte Spaghetti und Fleischbällchen. Es war so beruhigend. Wie steht's mit dir? Ich habe eine Pfanne mit viel Gemüse gemacht. Es ist einer meiner Favoriten. Das klingt gesund. Hast du eine spezielle Sauce verwendet? Ja, ich habe Sojasauce und etwas Ingwer verwendet. Es hat einen schönen Geschmack hinzugefügt. Lecker. Ich liebe es, wenn Mahlzeiten sowohl lecker als auch nahrhaft sind. Kochst du oft? Ich versuche mindestens ein paar Mal pro Woche zu kochen. Es macht Spaß zu experimentieren. Ich stimme zu. Ich probiere auch gerne neue Rezepte aus. Irgendwelche aktuellen Favoriten?
Letzte Woche habe ich ein cremiges Pilzrisotto gemacht. Es ist großartig geworden. Lektion 19. Aufgabenverwaltung. Hey Anna, ich habe in letzter Zeit meine Aufgaben organisiert. Das ist klug. Wie entscheidest du, worauf du dich zuerst konzentrieren willst? Ich priorisiere Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit. Es hilft mir, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Das ist eine gute Strategie. Haben Sie Tipps, wie Sie Ihre Zeit effektiv verwalten können? Ja, ich verwende einen Planer, um meine Woche zu planen. Es hält alles an einem Ort. Das klingt hilfreich. Normalerweise mache ich nur Listen, aber ein Planer könnte besser sein. Listen sind auch toll. Ich kombiniere gerne beide Methoden für mehr Struktur. Das versuche ich vielleicht. Es könnte mir helfen, bei meinen Projekten organisiert zu bleiben. Definitiv. Es ist wichtig herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert. Lektion 20. Gesunde Veränderungen. Guten Morgen, Anna. Hast du in letzter Zeit irgendwelche Veränderungen in deinem allgemeinen Gesundheitszustand bemerkt? Definitiv. Ich habe mehr Energie, seit ich angefangen habe, regelmäßig Sport zu treiben. Das ist fantastisch. Bewegung kann einen großen Unterschied machen. Wie war dein Schlaf? Es wurde auch verbessert. Ich schlafe schneller ein und fühle mich ausgeruhter. Das ist unglaublich. Ich habe gelesen, dass körperliche Aktivität zur Schlafqualität beiträgt. Das tut es wirklich. Mir wurde auch klar, dass ich viele Dinge habe, die ich nicht mehr benutze. Aufräumen kann erfrischend sein. Hast du angefangen, diese Dinge zu organisieren? Ja, ich habe vor zu spenden, was ich nicht brauche. Es fühlt sich gut an, loszulassen. Das ist eine tolle Idee. Sie schafft Raum für neue Lebenserfahrungen. Lektion 21. Die Freude am Reisen. Guten Morgen, Anna. Ich freue mich so auf unsere bevorstehende Reise. Hast du das Ziel festgelegt? Ja, wir fahren zu den schönen Stränden Mexikos. Ich kann es kaum erwarten. Das klingt unglaublich. Die Strände eignen sich perfekt zum Entspannen. Welche Aktivitäten möchtest du machen? Ich möchte versuchen zu schnorcheln und lokale Märkte für authentisches Essen zu erkunden. Schnorcheln wird ein fantastisches Erlebnis sein. Hast du es schon einmal gemacht? Nein, aber ich habe gehört, es ist wie Schwimmen in einem Aquarium. Ich freue mich darauf, die Fische zu sehen. Das ist es wirklich. Und das lokale Essen wird ein Genuss sein. Haben Sie bestimmte Gerichte im Sinn? Ich möchte auf jeden Fall frische Zewieche und Tacos probieren. Sie sind so schmackhaft. Das sind auch meine Favoriten. Lassen Sie uns eine Liste der Dinge erstellen, die wir tun und essen möchten. Lektion 22. Grundlagen des Kräutergartens. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, einen Kräutergarten anzulegen. Das klingt nach einem lustigen Projekt. Welche Kräuter ziehst du in Betracht? Ich denke an Basilikum, Minze und Petersilie. Sie sind eine gute Wahl, um anzufangen. Definitiv. Sie sind einfach zu züchten und sehr nützlich beim Kochen. Ich liebe es, frische Kräuter in meinen Gerichten zu verwenden. Hast du irgendwelche Gartentipps? Achten Sie darauf, ihnen viel Sonnenlicht zu geben und sie regelmäßig zu gießen. Ich hab's.
Wie lange glaubst du, wird es dauern, bis sie wachsen? Normalerweise können Sie in etwa 4 bis 6 Wochen mit der Ernte beginnen. Aufregend, oder? Sehr. Ich kann es kaum erwarten, meine eigenen frischen Kräuter in Rezepten zu verwenden. Lektion 23. Grundlagen der Reiseplanung. Hallo Anna, hast du die Flugdaten für unsere Reise überprüft? Ja, habe ich. Sie können Ihre Fluginformationen beim Check-in angeben. Das ist hilfreich. Wann sollten wir am Flughafen ankommen? Ich würde vorschlagen, mindestens 2 Stunden vor unserem Flug dort anzukommen. Gute Idee. Das gibt uns genug Zeit, um uns vor dem Einsteigen zu entspannen. Genau. Außerdem können wir vor dem Flug einen Snack essen. Was denkst du, sollten wir in unsere Handgepäcke packen? Ich empfehle Snacks, ein Buch und alles, was wir während des Fluges benötigen könnten. Tolle Vorschläge. Ich mache eine Checkliste, um sicherzustellen, dass wir nichts vergessen. Lektion 24. Marylands Abenteuer. Hallo Anna, hast du von der Schwimmveranstaltung in Maryland gehört? Ja, ich habe darüber gelesen. Ich habe gehört, dass Maria mit der Taschenlampe ihres Trainers durch dunkles Wasser geschwommen ist. Das klingt heftig. Hat sie beim Schwimmen irgendwelche Herausforderungen gemeistert? Ich glaube, sie stand vor einigen Hindernissen, aber sie hat es geschafft, konzentriert zu bleiben. Wow, es muss aufregend gewesen sein, sie an Chadwick vorbeifahren zu sehen, der aus dem Wasser gehoben wurde. Ich weiß, die ganze Erfahrung muss nervenaufreibend und doch aufregend gewesen sein. Ganz sicher. Es ist erstaunlich, wie Ausdauer in solchen Situationen zum Erfolg führen kann. Unbedingt. Ereignisse wie diese inspirieren so viele Menschen, ihre Grenzen zu überschreiten. Ich stimme zu. Ich würde so etwas gerne aus erster Hand erleben. Lektion 25. Migrationsmuster. Hey Anna, ist dir aufgefallen, wie viele Menschen aus Asien nach Australien gezogen sind? Ja, es ist faszinierend, wie sich die Migrationsmuster in den letzten Jahrzehnten verändert haben. Definitiv. Australien wird immer vielfältiger mit Menschen aus verschiedenen Kulturen. Es bereichert die Gemeinschaft mit verschiedenen Traditionen und Sprachen. Genau. Hast du jemanden mit diesen Hintergründen getroffen? Ja, ich habe einen Freund aus Vietnam. Sie erzählt erstaunliche Geschichten über ihre Kultur. Das ist großartig. Kultureller Austausch ist in der heutigen Welt so wichtig. Ich stimme zu. Es hilft uns, uns besser zu verstehen und unsere Unterschiede zu schätzen. Unbedingt. Ich würde gerne durch persönliche Erfahrungen mehr über verschiedene Kulturen erfahren. Lektion 26. Aufregung über Ostern. Guten Morgen, Anna. Freust du dich auf die Osterfeierlichkeiten an diesem Wochenende? Ja, jeder hat einen Osterkorb bereit. Es ist eine Zeit der Freude. Die Ostereiersuche kann bald beginnen. Hast du deinen Korb bereit? Das tue ich. Ich habe meine sogar mit bunten Bändern dekoriert. Was ist mit dir? Ich arbeite an meinem. Ich will, dass es das Kreativste auf der Jagd wird.
Das klingt lustig. Hast du einen Plan, wie du die meisten Eier findest? Das tue ich. Ich werde mich mit ein paar Freunden zusammenschließen, um mehr zu besprechen. Intelligente Strategie. Es macht immer mehr Spaß, in einer Gruppe zu jagen. Definitiv. Ich kann die ganze Aufregung und die Leckereien kaum erwarten. Lektion 27. Karriereziele. Hey Anna, welche Schritte unternimmst du, um deine Karriereziele zu erreichen? Neben meinem Studium arbeite ich auch in Teilzeit, um Erfahrungen zu sammeln. Das ist ein großartiger Ansatz. Welche Art von Arbeit machst du? Ich mache ein Praktikum bei einer Marketingfirma. Es war aufschlussreich. Wow, das klingt nach einer ausgezeichneten Gelegenheit. Genießt du es? Unbedingt. Ich lerne viel über Strategien und Teamwork. Das ist genial. Networking ist auch wichtig, oder? Ja, ich versuche, so viel wie möglich mit Fachleuten auf meinem Gebiet in Kontakt zu treten. Gute Idee. Der Aufbau von Beziehungen kann neue Möglichkeiten eröffnen. Lektion 28. Vorbilder. Hey Anna, wusstest du, dass Johnson in der Öffentlichkeit ein positives Image hatte? Ja, nicht nur das, er wurde auch für viele Menschen als Vorbild angesehen. Genau. Sein Handeln inspirierte so viele, nach Exzellenz zu streben. Was macht Ihrer Meinung nach jemanden zu einem guten Vorbild? Ich glaube, es geht um Integrität und darum, mit gutem Beispiel voranzugehen. Die Leute müssen an das glauben, wofür sie stehen. Das ist wahr. Außerdem kann es anderen helfen, mit ihnen in Kontakt zu treten, wenn sie sich mit ihnen identifizieren können. Ganz sicher. Ich denke, es ist wichtig, auch deine Kämpfe zu teilen, nicht nur deine Erfolge. Unbedingt. Es zeigt, dass jeder vor Herausforderungen steht und das ist okay. Richtig. Hast du ein persönliches Vorbild? Ja, ich bewundere meinen Lehrer. Sie ist engagiert und ermutigt uns immer, unsere Träume zu verwirklichen. Lektion 29. Lieblingsspeisen. Guten Morgen, Anna. Was sind deine Lieblingsspeisen? Oh, ich liebe Pasta, Sushi und Schokoladenkuchen. Das sind einige großartige Möglichkeiten. Das sind sie wirklich. Hast du jemals versucht, Sushi zu Hause zuzubereiten? Ja, und es hat so viel Spaß gemacht. Es erfordert ein bisschen Übung, aber es lohnt sich. Das klingt unglaublich. Ich würde auch gerne lernen, wie man es macht. Das solltest du. Es dreht sich alles um die frischen Zutaten und eine gute Rolltechnik. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Was ist mit Desserts? Hast du einen Favoriten? Definitiv Schokoladenkuchen. Ich kann nie einem Stück widerstehen. Wie steht's mit dir? Ich bin ein großer Fan von Käsekuchen. Es ist cremig und köstlich.